So, hallo, da sind wir wieder. Wir wollten noch einmal Dankeschön sagen. Wir hätten nicht gedacht, dass unser letztes Video so viele Klicks bekommt. Wir sind schon bei fast 7000 Klicks. Wir haben sehr viele Kommentare bekommen, viele Tipps, viele Hinweise, worauf wir achten müssen bei unserem Grundstück, was wir so alles pflanzen können. Also vielen Dank dafür nochmal. Es hat uns wirklich sehr gefreut. In unserem heutigen Video möchten wir über den Hausbau in Paraguay reden. Wir haben ja jetzt schon bereits ein Grundstück gekauft und da möchte man dann natürlich auch ein Haus drauf bauen. Wir haben uns jetzt seit gut 3 Monaten darüber informiert, wie werden Häuser hier in Paraguay gebaut, worauf muss man achten und mit wem sollte man auf jeden Fall nicht zusammenarbeiten. Das Bauen hier in Paraguay ist auf jeden Fall ganz anders als in Deutschland. Also es gibt hier nicht wie in Deutschland so diese festen Berufe, für die du auch eine Ausbildung gemacht hast. Also Maurer, sei es jetzt Maurer, Dachdecker, Zimmerer genau. etc. Und jeder macht dann quasi einen Teil des Hauses, sondern es gibt halt im Prinzip eine Firma und jeder macht halt so das, was er halt vielleicht mal irgendwo gelernt hat oder sich irgendwie im Laufe der Jahre beigebracht hat durch die verschiedenen Häuser, die gebaut wurden. Und was halt auch das Problem ist, sage ich mal, ist, dass hier nicht nach deutschem Standard oder nach europäischem Standard gebaut wird. Also zum Beispiel bei einem typischen paraguayischen Haus gibt es keine so richtige Bodenplatte und es wird auch direkt auf das Fundament gemauert. Und dadurch hat man natürlich ein großes Problem mit Feuchtigkeit und Schimmel. Also eigentlich fast jedes Haus hier schimmelt von außen sowie von innen. Ja. Genau, und das wollten wir natürlich anders machen. Wir wollten ein Haus bauen nach einem gewissen europäischen oder deutschen Standard und dementsprechend halt auch eine gute Baufirma finden. Und ja, der Prozess war nicht so einfach, sagen wir mal, die letzten Monate. Also wie sind wir grob vorgegangen? Wir haben uns erstmal Kontakte zu Baufirmen über Empfehlungen geben lassen. Also von Leuten, die wir halt irgendwie kennen, Freunde oder Bekannte, die schon mit der Firma gebaut haben, halbwegs zufrieden waren. Also ich sage mal so, 100% zufrieden ist hier eh keiner. Ist keiner, ne. Also der eine sagt dann, ja, die Baufirma war super. Und dann denkst du, okay, super, ja, jetzt haben wir ja unsere Baufirma gefunden. Dann triffst du zufällig irgendwo im Café dann jemand, der rät dir komplett ab von diesem Unternehmen. Wurde betrogen, habe ihn nie wieder gesehen, Geld gezahlt, solche Geschichten dann, genau. Da wundert man sich dann, okay, wie kann es sein, dass dann der eine ist super zufrieden mit ihm und der andere wurde dann aber betrogen. Also das ist halt so das Problem, ja. Ja, genau. Und dann war halt die Frage, okay, bauen wir mit einem paraguayischen Unternehmen, das halt nach einem besseren Standard arbeitet. Da hat man dann die Probleme mit der Sprache, da hat man dann natürlich die Sprachbarriere. Genau, weil man spricht ja noch kein fließendes Spanisch und Guarani ja Genau. sowieso nicht, weil die meisten Bauarbeiter hier oder die Arbeiter, die sprechen eigentlich untereinander alle Guarani. Genau, und es gibt die Paraguayer, die schon nach besserem Standard bauen. Also gerade hier in der Region Cordillera gibt es da so ein paar, die auch ihre Preise dann schon dementsprechend etwas höher angesetzt haben. Wo das dann, sage ich mal, bei 500, 600 Euro den Quadratmeter für das ganze Haus startet. Und dann auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Deutsche, die hierher gekommen sind und Häuser bauen. Da startet, sage ich mal, im ähnlichen Preisrahmen, kann aber auch hochgehen bis zu 1000 Euro pro Quadratmeter. Genau, da sind die Deutschen aber nicht die, die bauen, sondern da sind die Deutschen dann die Bauleiter, also die dann quasi mit den Arbeitern dann Spanisch reden und du sprichst quasi mit ihm und er spricht quasi mit den Arbeitern und so wird dann halt kommuniziert und er versucht halt quasi die deutschen oder europäischen Standards dann natürlich zu integrieren und immer zu kontrollieren, dass die auch eingehalten werden und umgesetzt werden. Genau, also zahlst halt nochmal quasi extra on top dafür, dass halt der Deutsche den Bauleiter macht. Ne, der Bauleiter, der bist du. Ne, der Bauleiter ist er. Der Bauherr. Bauherr. Der Bauherr, so rum. Genau, dass er den Bauleiter macht und dann zahlst du halt pro Tag oder pro Woche halt nochmal extra dafür, dass der ein Auge drauf wirft. Genau, und da gibt es halt auch wiederum solche und solche. Also es gibt die wirklich in Deutschland auch schon irgendwas mit Bau zu tun hatten. Sei es, sie waren irgendwie Elektriker oder Maurer oder so weiter und haben auch schon Häuser wirklich in Deutschland gebaut. Und dann auf der anderen Seite gibt es halt die gemerkt haben, okay, da ist irgendwie, es fehlt hier oder damit kann man in Paraguay halt gutes Geld verdienen mit den ganzen Deutschen, die herkommen und halt kein Spanisch sprechen und daher halt auch nicht so leicht mit einem paraguayischen Unternehmen überhaupt bauen könnten. Und die haben dann teilweise auch überhaupt gar keine Erfahrung mit dem Bau, sind halt auch so nach dem Motto Learning by Doing unterwegs. Es steckt halt kein Fachwissen dahinter. Also es ist halt auch quasi genauso angeeignetes Wissen, was wir halt haben.
für uns irgendwann, wir haben uns extrem damit beschäftigt und irgendwann haben wir halt gemerkt, dass wir angefangen haben, Dinge besser zu verstehen oder Dinge zu wissen, die dann der Bauleiter, der schon einige Häuser gebaut hat, überhaupt gar nicht weiß oder davon überhaupt gar keine Ahnung hat. Genau. Also das war auch so unser Vorgehen. Also erstmal über Empfehlungen, wie gesagt, verschiedene Baufirmen zu finden, die in Frage kommen würden. Dann haben wir unseren Hausplan sozusagen ja grob entworfen und erstellt. Und mit den jeweiligen Bauleitern sind wir dann auf unser Grundstück gegangen, haben ihnen den Plan halt gezeigt und halt grob besprochen, was wir vorhaben, wie wir es uns vorstellen und dann halt auch gleich kritische Fragen gestellt. Und du merkst halt gleich, hat jemand einen Plan von der Materie, hatte halt hier schon über die letzten Jahre in Paraguay Wissen aufgebaut, sei es auch als Quereinsteiger ist ja auch in Ordnung. Genau. Oder hat er eigentlich im Prinzip gar keine Ahnung, erzählt dir halt irgendwas. Will dir halt was verkaufen, ja. Genau, und sobald du halt ein bisschen nachfragst, dann ja, so wird es halt gemacht, aber kann dir jetzt auch nicht erklären, warum das überhaupt so gemacht wird. Genau. Oder du fragst irgendwas und merkst dann halt eigentlich, der hat gar keine Ahnung. Beispielsweise, wir für uns wollten unbedingt einen Holzdachstuhl. Mit Holz wird schon immer gebaut, seit was weiß ich wie vielen hunderten Jahren im Dachstuhl, auch in Deutschland. Das macht ja schon, muss ja irgendwo Sinn machen. Ja. Und uns wollte man dann aber erzählen, nee, Holz ist komplett scheiße, weil die haben ja kein trockenes Holz. Das Holz verzieht sich und deswegen bauen sie nur noch eigentlich Dachstühle aus Eisen oder aus Metall. Wenn man danach bohrt, Stahl. aber sonst wird es einem verkauft wie, ja, Metall ist viel besser als Holz eigentlich, also klar. Genau, und dann halt auch dann haben wir uns halt selber informiert und festgestellt, weil wir uns gewundert haben, es kann nicht sein, dass man ganz Paraguay kein trockenes Holz kriegt. Und wenn du dir die alten Häuser anschaust, die sind alle mit Holz im Dachstuhl gebaut worden und die stehen ja auch alle noch. Und da verzieht sich auch nichts. Oder nicht großartig. Und haben uns selber informiert und siehe da, es gibt doch Trockenräume in Paraguay, wo trockenes Holz hergestellt wird. Die Legende vom Trockenraum. Genau, also das war halt auch so eine Geschichte. Wir sind gefühlt 2 Wochen in Paraguay und kennen uns schon mehr aus mit der Materie, weil wir uns halt einfach mal damit auseinandergesetzt haben. Und das waren für uns so die Red Flags, wo wir gesagt haben, okay, mit dem bauen wir nicht, weil der hat offensichtlich weniger Ahnung als wir, wenn wir uns einfach mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Ja. Da brauchen wir dann auch nicht irgendwie extra für den bezahlen, damit er dahin tappt, weil ja, da können wir es ja gleich selber machen. Und unser Basic Spanisch haben wir gedacht, okay, das sollte auch ausreichen. Im Notfall hat man ja auch noch Google Translator, ja. Google Translator, genau. Und was für uns noch wichtig war, wo wir auf dem Grundstück waren, dass wir halt, also mit der Baufirma zusammen, dass wir halt merkten, da kommt irgendwie so ein kritisches Denken, sage ich mal, mehr oder weniger. Also zum Beispiel liegt unser Grundstück leicht am Hang und in Paraguay regnet es ja auch gerne mal sehr viel auf einmal in kürzester Zeit. Und da muss man natürlich gucken, dass das Wasser auch abfließen kann. Also sei es zum Beispiel durch eine Drainage oder allein schon, dass man das Haus höher baut. Genau. Und ich sag mal, zwei von 4 Baufirmen oder so, mit denen wir auf dem Grundstück waren, die haben das überhaupt gar nicht angesprochen. Also die hätten das Haus einfach flach, ganz normal gebaut, genau, ohne ebenerdig. Drainage oder nichts. So wäre halt das Wasser in unser Haus gelaufen. Genau, zur Haustüre rein. Die Tür, genau. Und zur Terrasse wieder raus, ja. Auch okay. Und die anderen beiden waren halt wirklich die vorgeschlagen haben, okay, wir sollten hier eine Drainage legen oder auf jeden Fall zumindest das Haus höher setzen. Höher als die Straße liegt. Genau. Und zum Beispiel noch eine Mauer machen für den Zaun, damit das Wasser da abprallt. Das waren, sage ich mal so, die Sachen, wo wir gemerkt haben, okay, da steckt kritisches Denken dahinter. Da denkt jemand mit. Ja. Genau, und sowas suchen wir für unser Haus. Es gibt natürlich viele dieser Geschichten, wo Leute richtig abgezockt werden. Also wir haben sowohl von Paraguayern als auch von Deutschen, also querbeet, da muss man auf jeden Fall sehr aufpassen. Zum Beispiel eines der bekannten Probleme ist das Fass ohne Boden. Da wird dann im Vorhinein gar nicht so richtig ein Preis vereinbart. Es wird wöchentlich gezahlt, aber wann das Haus zu Ende ist, weiß man dann auch nicht. Und irgendwann ist man dann mitten im Projekt und dann gibt es auf einmal eine Preiserhöhung oder das heißt, das Projekt geht länger und dann wird das Haus halt doppelt so teuer. Also das ist so eine der Maschen, die wir gehört haben, the never ending story eines Hauses. Genau, oder wenn man schon einen Großteil vorab bezahlt, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Genau. Dass dann auf einmal das Geld halt ausgeht und das Haus halt einfach nicht fertig gebaut wird. Dann hast du halt voll gezahlt, aber hast halt einfach nur ein halbfertiges Haus. Da muss man auf jeden Fall sehr aufpassen. Deswegen halt auch über Empfehlungen gehen. Klar, kommt natürlich darauf an, wer empfiehlt dir was, kann man der Person wiederum vertrauen. Aber ich sag mal so, mit gewissem Menschenverstand und einem gewissen Bauchgefühl, denke ich, kann das schon ganz gut klappen. Unser Fazit, sage ich mal,
ist, Bauen hier ist auf jeden Fall nicht einfach. Allein schon die ganzen Gegebenheiten, dass man einen gewissen Standard hat. Entweder man findet eine Firma, die das wirklich sehr gut macht und auch die Kenntnis hat, oder man muss halt wirklich, oder sollte man sich ein bisschen einarbeiten, damit man denen auch ein bisschen auf die Finger schauen kann. Richtig. Wenn man jetzt nicht gerade eine Person hat, die man zu 100% vertraut, was wahrscheinlich die wenigsten haben, weil man ist ja auch neu in einem fremden Land. Genau, man sollte prinzipiell eigentlich niemandem vertrauen. Genau, das ist schwierig mit dem Vertrauen. Immer Ja. alles überprüfen. Überprüfen, ja. Und was wir für uns entschieden haben, wir wollten eigentlich erst ein super tolles Haus bauen, mit tollem Design, halt was Besonderes, mit viel Glas und so weiter. Und da haben wir halt schnell gemerkt, okay, das macht gar keinen Sinn. Wir haben ja noch gar keine Ahnung von dem Bauen, wie das hier alles funktioniert. Dann auch mit der ganzen Sonneneinstrahlung, viel Glas macht sowieso keinen Sinn. Da Genau. heizt es sich nur auf. Lauter so Geschichten. Man muss auch gucken, dass man gute Fenster hat. Ich denke, da gehen wir nochmal in einem extra Video genau Ja, drauf auf jeden ein. Da Fall. gibt es so viele Themen, auf die man achten muss. Und ja, viele Deutsche, die hierher kommen, haben halt ihr Haus verkauft in Deutschland, haben dann vielleicht 500.000, was weiß ich. Oh, hier ist doch alles so günstig. Dann kaufe ich mir ein paar Hektar Land und dann baue ich mir einen Palast drauf und zahle da vielleicht so meine 300.000. Da sieht man einige Häuser, die dann auch nach ein paar Jahren wieder verkauft werden, weil die Leute merken, oh, Paraguay ist doch sehr heiß oder gefällt mir nicht. Die man dann aber Ahnung. auch nicht verkauft bekommt. Das ist das nächste Problem, weil es einfach viel zu teuer ist. Genau, und weil jeder auch einfach immer selber bauen will. Genau, deswegen würden wir da auch davon abraten, jetzt sich gleich irgendwie einen Palast hinzubauen, sondern was wir machen, ist erstmal eine kleine Casita, also ein Wie viel kleines Quadratmeter? Nochmal? Häuschen, ungefähr 64 Quadratmeter Grundfläche. Und dann können wir das innerhalb von wenigen Monaten bauen, also so 2 bis 3 Monate laut Plan. Mal schauen. Im Endeffekt dauert hier auch alles immer viel länger, als man denkt. Dann gibt es auch Regen wiederum, Genau. dann kann man nicht arbeiten etc. Also so, aber zumindest unter einem halben Jahr sollte auf jeden Fall drin sein. Und das nutzen wir quasi erstmal, um da drin zu wohnen, um halt relativ schnell einziehen zu können, um auch schauen zu können, wie läuft der ganze Bau. Genau. Auch mal Fehler machen zu können, in einem überschaubaren Rahmen, sage ich mal. Gewisses kleines Lehrgeld zahlen, aber halt nicht sich komplett verbrennen und komplett abzocken lassen. Ja, Lehrgeld zahlt jeder. Genau, schauen, wie läuft es mit der Baufirma. Ist es wirklich so gut, wie sie versprechen? Hat derjenige wirklich einen Plan? Und später können wir dieses Häuschen dann sozusagen als Gästehaus nutzen und können dann immer noch ein etwas größeres Haus bauen, wenn wir halt schon die Erfahrung haben. Genau. Genau, und für wen wir uns im Endeffekt entschieden haben, nach den ganzen Monaten, wir hatten eigentlich eine Baufirma, die wir eigentlich ganz gut fanden. Und Ja. dann haben wir, wie gesagt, über Bekannte, die wir zufällig getroffen haben, gehört, was die alles komplett falsch gemacht haben. Da haben wir wieder Abstand von genommen. Und schlussendlich haben wir uns für einen Paraguayer entschieden, den wir auch empfohlen bekommen haben durch unsere Nachbarn. Der hat einen sehr guten Eindruck gemacht, weil er schon sehr viel Bauerfahrung im Ausland hat, in Argentinien. Genau. Da ist der Genau. Standard auch viel höher als in Paraguay. Ja. Und auch wirklich mitdenkt, sage ich mal, sich viel eingebracht hat und auch viele der Dinge, die wir Europäer oder Deutsche gerne im Hausbau haben würden, Thema Bodenplatte, gescheite Fenster, Fensterstürze, Das Ja. Abwassersystem, ein Wasserschutz oder Feuchtigkeitsschutz, Horizontalsperre, genau, das alles auch schon gehört hat und auch schon damit arbeitet und es auch vorgeschlagen hat, das alles einzubauen. Das klang eigentlich super und ja, jetzt schauen wir mal weiter, wie es läuft. bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Genau. Ja. Wir planen gerade das Haus, finalisieren die ganzen Details mit unserem Bauleiter zusammen, machen den Plan, wie lange wird alles dauern etc. Dann auch die Kostenplanung natürlich vorab. Alles Vertragliche, dass das auch wirklich nied- und nagelfest ist. Genau, und dann starten wir mit dem Bauen und werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ja, mit dem Hausbau. Wir werden dann noch ein extra Video zu machen. Korrekt. Mit diesen ganzen Details, worauf man so achten muss und wie das alles so läuft. Ja, wunderbar. Dann seid gespannt bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.